Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich, wie man ein Funkrelais mit 4 Kanälen anschließt und einrichtet. Im Lieferumfang ist eine Fernbedienung mit 4 Tasten enthalten, A, B, C, D. Mit dem Karabiner kann man sie an den Schlüssel hängen. Die Fernbedienung ist sehr leicht, das heißt, es gibt keine Metallteile darin. Beim Verkäufer kann man mehrere Fernbedienungen bestellen. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Und auch ein Empfänger mit 4 Kanälen. Hier sind 4 Leistungsrelais. Anschlussklemmen, ein Knopf, dieser ist zum Koppeln der Fernbedienung. Und zum Umschalten des Betriebsmodus gibt es hier einen Jumper, der die Pins verbindet. Sonntag. Und jetzt schließen wir es an. Ich werde 4 Glühbirnen anschließen und demonstrieren, wie es funktioniert. Die Stromversorgung des Empfängers beträgt 12 V. Wenn wir die 220 V Lampen direkt an das Stromnetz anschließen, muss der Empfänger separat über ein 12 V Netzteil mit Strom versorgt werden. Ich habe Kabel von einem Labornetzteil genommen und wir werden es anschließen. Hier sind alle Kontakte beschriftet. V- schließen wir an Minus an, V und schließen wir an Plus an. Hier habe ich das dunkle Kabel für Minus, das rote Kabel für Plus. Die Fernbedienung war bereits gekoppelt, das heißt, alles funktioniert. Um die Fernbedienung zu entkoppeln, müssen wir die Taste 8 Sekunden lang gedrückt halten, drücken und 8 Sekunden lang halten. So, die Fernbedienung ist entkoppelt und reagiert nicht mehr. Um die Fernbedienung zu koppeln, drücken wir die Taste. Die LED erlischt. Wir drücken eine beliebige Taste, egal welche. Die Fernbedienung ist gekoppelt. Und schon funktionieren alle Kanäle. Jetzt müssen wir die Verbraucher anschließen. Hier rundherum haben wir Kontakte. Hier sind die Kontakte, was die Stromversorgung des Geräts betrifft, potentialfrei, sie sind in keiner Weise verbunden. Deshalb müssen wir die Phasen an die zentralen Kontakte anlegen. Hier muss an jedes Relais separat eine Phase angelegt werden. Der Kontakt ist beschriftet, COM1, COM2, COM3, COM4. An diese Kontakte werden wir die Phase anlegen. Ich nehme Kabel und lege sie separat an jedes an. Das heißt, hier schließen wir die Phase an. Hier schließen wir die Phase an, hier schließen wir an und hier schließen wir an. So, die Relais sind mit Strom versorgt. Das heißt, die Phase wird bereits an die Relais angelegt, und jetzt schließen wir die Glühbirnen an. Ein Kabel von jeder Glühbirne, das wird der Neutralleiter sein. Das heißt, wir werden den Neutralleiter direkt von der Steckdose mit Strom versorgen. Die Phasen hingegen werden über die Relais geführt. Deshalb schließen wir an jedes Relais ein Kabel an. Und auch hier sind die Kontakte beschriftet. NC, das ist ein normalerweise geschlossener Kontakt. Wenn wir hier NC anschließen, das heißt, dieser Kontakt ist bei uns normal. Wir müssen an den normalerweise offenen Kontakt an. Das ist unser 4. Relais. Weiter schließen wir an No an. Die zweite Glühbirne an No3. Jetzt müssen wir von jeder Glühbirne den Neutralleiter an die Steckdose anschließen. Diese 4 schließen wir an die Klemmenleiste an. So sieht das Ganze aus, das heißt, alle 4 Neutralleiter sind direkt angeschlossen. Und es bleibt uns noch, die Phasen an die Relais an. Schließe ich 4 Phasen an. So, jetzt prüfen wir es. So, alle 4 Glühbirnen funktionieren. Das ist unser erster Modus, wenn alle Jumper frei sind. Das heißt, nichts ist kurzgeschlossen. Bei uns ist es ohne Arretierung. Wir halten den Knopf gedrückt, die Lampe leuchtet. Wir lassen den Knopf los, die Lampe erlischt. Jetzt überbrücken wir die Kontakte. Wir fangen an, die ersten beiden zu... So, wir haben sie überprüft. Ich habe es noch nicht überprüft. Das ist mit Arretierung. Gedrückt, die Lampe hat sich eingeschaltet und leuchtet. Zum Ausschalten drücken wir ein zweites Mal. Einmal. Eingeschaltet, einmal ausgeschaltet. Wir probieren den nächsten Modus. Wir schließen die nächsten beiden. Kontakte. Eingeschaltet, umgeschaltet. Das heißt, schaltet die erste aus und die zweite, damit sie aufleuchten. Also abwechselnd. Nächste Lampe einschalten, wird die vorherige, die leuchtet, ausgeschaltet.
Es leuchtet immer nur eine Lampe. Drücken. So, und man kann 2 Tasten gleichzeitig drücken, dann leuchten 3 Tasten zu drücken, dann zu drücken. Wir haben 4 Tasten gedrückt, 4 Lampen leuchten. Aber dann schaltet es auf eine um. Aber ausschalten kann man es nicht. Das heißt, es leuchtet immer eine Lampe. Das ähnelt sehr einer Ampel. Das heißt, wir können alle einschalten. Aber komplett ausschalten, sodass keine leuchtet, können wir nicht. Wenn wir den zweiten und dritten überbrücken, haben wir einen Umschaltmodus. Und der dritte und vierte. Funktioniert genauso. Aber ich weiß nicht, wer diesen Modus braucht. Ob ihn jemand nutzen wird. Im Prinzip denke ich, dass der Modus ohne Arretierung ausreicht und der Modus mit Arretierung. Ich denke, hauptsächlich für diese Zwecke. Wird ein Fernschalter gekauft, damit man ihn einschalten und bei Bedarf aus der Ferne mit der Fernbedienung ausschalten kann. So funktioniert dieses Modell. Den Link dazu hinterlasse ich in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss allerseits. Это очень похоже на какой-то светофор. То есть все включить можем, а полностью отключить, чтобы никакая не горела, мы не можем. Если мы второй, третий перемкнем, у нас режим с переключением, и третий, четвертый работает так же само. Но я не знаю, кому нужен этот режим, будет ли им кто-то пользоваться. В принципе, я думаю, достаточно режима без фиксации и режим с фиксацией. Я думаю, в основном для этих целей дистанционный выключатель и покупает, чтобы можно было включить и, если надо, выключить дистанционно с пульта. Вот так работает данная модель. Ссылочку на нее оставляю в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.